Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Keine Ahnung, was das sollte, aber mein Gott, warum nicht? Ja, wir machen heute mal ein wunderschönes Review und zwar natürlich zu der schönen Infinity CR Plus. Yeah, baby, yeah! Da machen wir ein schönes Review. Und ich zeige euch mal, was die so kann, für wen die geeignet ist, was der Inhalt ist. Und wir schauen uns tatsächlich aber auch noch die AL Plus oder die Evolution CR Plus besser gesagt und die Silverline an. Und dann können wir da mal ein bisschen kategorisieren, für wen ist denn was. Weil ich habe Gott sei Dank oder witzigerweise einfach alle da und kann euch da ein bisschen beraten, was da die Kaufentscheidung angeht der Pistolen. Und dann seid ihr da eigentlich relativ gut abgedeckt. Und finde ich doch eigentlich eine ganz spannende, coole Sache, oder? Und warum nicht? Haben wir gedacht, komm, das mache ich. Jetzt habe ich es ja da gehabt. Ich hatte ja Geburtstag und habe mir sowas einfach mal wieder selber geschenkt. Das sind immer die besten Geschenke. Und ja, warum nicht? Und deswegen schauen wir uns die nachher einfach direkt am Maltisch genauer an. Bevor wir das aber machen, natürlich, das Ganze wird euch natürlich wieder präsentiert von Airbrush4U, meinem Airbrush-Partner. Die Jungs machen mir ganz viel möglich. Also vielen lieben Dank daran. Küsse gehen raus an Airbrush4U. Nee, die helfen mir wirklich sehr viel und machen wirklich viel. Und es sind wirklich super Partner. Ich kriege auch immer mehr Rückmeldungen von euch, wenn ihr da bestellt habt. Wie dann sagt, man leckt mich am Arsch. Ich habe gestern bestellt und heute schon da. Und also Service und Lieferungen etc. Da machen die sich wirklich, geben die sich die größtmögliche Mühe, die man haben kann. Und das ist wirklich schon mal tippitoppi. Meine Nase läuft die ganze Zeit, waren natürlich wir alle krank daheim. Ne? Und ja, schaut da gerne rein, das ist ein sehr super Airbrush-Partner. Wenn ihr noch jemanden sucht, einen guten Online-Shop, schaut da gerne rein. Ihr findet den bei mir in der Infobox mit drinnen. Und wenn ihr dort bestellen sollt, macht mir einen Gefallen, schreibt in die Information rein, dass ihr von mir kommt, Dave's Art of Air oder so, einfach reinschreiben. Dann wissen die Jungs, dass ihr aus meiner Community kommt und sehen dann immer, ich kriege dafür jetzt nichts oder habe nichts davon primär, aber ich finde das einfach nochmal eine ganz coole Idee, dass die dann sehen, cool, ist aus unserer Community. Deswegen finde ich ganz cool, macht das gerne, wenn ihr Bock drauf habt, aber müsst ihr natürlich nicht machen. Und ja, ihr könnt mich natürlich auch noch gerne unterstützen. Schaut dafür einfach in die Infobox rein. Lasst mir gerne einen Ovolus da, wenn ihr möchtet. Oder kauft euch immer einen geilen Merchant-Shop-Zeug. Da gibt es alles mögliche drin. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Muss ich jetzt gerade mal ganz frech, ganz eklig Werbung machen. Und zwar gucke ich ja immer selber nach den Sachen. Ich meine, ich bestelle die Sachen und gucke sie mir natürlich auch an und so, bevor ich euch irgendwas an die Hand gebe, was natürlich nachher Mist ist. Also so T-Shirts und so sind schon richtig cool. Aber was mir persönlich ganz gut gefällt, ist die Flasche hier mit dem leichten Silber und dem Logo drin. Das finde ich mega cool. Und die hat so einen coolen Nupsi. Da kann man schön draus saufen. Die nehme ich immer mit ins Training. Also es ist wirklich ein ganz cooles Teil. Gefällt mir mega mit so einem Strohhalm drin. Also ich finde das Ding irgendwie durch und durch richtig klasse. Also wenn ihr unbedingt eine Flasche mit Nupsi braucht, mit meinem Logo drauf, schaut sie gerne in den Shop. Und könnt ihr euch das gerne rauslassen. Unterstützt ihr mich natürlich dann damit und dann auch vielen Dank dafür. Auch vielen Dank generell an die Supporter. Ich lasse mal wieder nur mal kurz durchlaufen, die schon supportet haben. Und ich sehe auch übrigens, das vergesse ich jedes Mal zu erwähnen, ich weiß gar nicht warum, aber es haben schon fleißig Leute im Shop eingekauft. Also vielen lieben Dank dafür. Küsse gehen raus an die Leute, die das gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Und dann haben wir jetzt schon wieder viel gelabert. Und damit der Opa nicht länger wird, nachher wieder das Review, würde ich mal sagen, ab zum Maltisch. So, ihr Lieben, da sind wir am Maltisch und da haben wir doch schon mal alles schön für euch vorbereitet. Mensch, schaut euch das doch mal an. Da haben wir natürlich schon direkt die Infinity Box, die Infinity CR Box. Die können wir uns jetzt gleich mal direkt anschauen, ohne lange rumzulabern. Und schaut es euch mal an. Die kommt da in diesem schönen Schwarz daher. Und da sieht man schon hier eine Besonderheit. Und zwar steht hier oben Infinity CR Plus. Und zwar gibt es die als CR Plus Version. Und ich habe gesehen, die gibt es sogar als
normale Infinity-Version. Der Unterschied zur CR Plus ist, dass die dreifach verchromt ist und nochmal ein bisschen, ja, einfach hochwertiger gemacht ist, einfach durch diese dreifache Verchromung. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur das, damit die einfach für Allergiker ist und damit die länger hält und etc. Also einfach nochmal ein bisschen hochwertiger veredelt, sagen wir es mal so. Und da sehen wir schon die erste Besonderheit, die kommt natürlich in so einer schönen schwarzen Box daher und nicht in so einer pissgelben wie die Evolutions. Ich weiß natürlich nicht mehr, ob das noch zeitgemäß ist. Das ist natürlich jetzt schon 6, 7 Jahre her, wo ich meine alten Evos geholt habe. Aber ich finde die schwarze Box schon sehr edel und schon sehr nice. Das hat mir schon deutlich besser gefallen. Und ich würde jetzt sagen, wir schauen uns doch einfach mal den Inhalt an und nehmen mal das kleine Geraffel raus, was da immer rumfliegt. Die Schutzkappe, damit nichts vorne kaputt geht und das Teil. Und dann haben wir eigentlich schon alles Relevante drin. Ach, ich packe sie jetzt einfach nochmal schnell rein, damit es einfach passt. Das macht mich sonst noch wahnsinnig. Und ja, ich finde, das sieht schon mal, es ist sehr, sehr deutlich edler, finde ich, als im Vergleich die alte Box. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal schnell, was in der Box enthalten ist. Ist natürlich die Infinity CR Plus natürlich drin. Der ist schon fertig vormontiert. Und auf die Funktionen gehen wir dann später nochmal gezielt ein. Jetzt schauen wir uns einfach nur schnell den Inhalt an. Aber ich muss sagen, sie macht schon einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Und gerade das Rote hinten gefällt mir mega. Und die paar Golddetails etc. Also es macht schon alles einen sehr, sehr wertigen und schönen Eindruck. Und da muss ich schon sagen, da bin ich schon sehr angetan. Einfach von der Qualität. Aber die ist bei Harder und Steenbeck meiner Meinung nach schon generell sehr gut. Da kann man eigentlich nicht meckern. Und ja, also macht auf jeden Fall schon mal einen schönen runden Eindruck, hat ein schönes Gewicht. Und dann schauen wir einfach mal weiter, was wir da noch so drinnen haben. Wir haben jetzt hier natürlich die 2-in-1-Version. Ich glaube für 250 €, wenn ich mich nicht recht entsinne. Da ist natürlich noch ein größerer Becher mit drin. Größeren Becher, den ich nie benutze. Den habe ich wirklich noch auch nicht bei den anderen ganz benutzt. Da fliegen bei mir so viele noch solche Becher rum. Also guck, da liegt noch einer rum und noch mehr Becherchen, überall Becher. Also davon habe ich genug. Nee, aber die brauche ich eigentlich nicht. Also gerade bei so einer Feinline Airbrush, dann, ja, was haue ich da? 5000 Liter Farbe rein? Also eher nicht. Ja, und dann haben wir hier noch eine zweite Aufsatzkappe, wenn jetzt mal der Fokus endlich kommt. Fokus! Da haben wir noch, die könnt ihr draufpacken, um quasi nahe Detailarbeit zu machen, ohne mit dem immer gleichen Abstand. Wobei ich finde es ja jetzt nicht schlecht, dass es dabei ist, aber für mich eher unsinnig, das Teil, oder beziehungsweise ja, ich brauche es halt nicht wirklich. Also meiner Meinung nach holt sich jemand so eine Airbrush-Pistole auch eher mal mit einer gewissen Erfahrung, und der hat es dann, glaube ich, nicht nötig, so eine Schutzkappe zu benutzen. Also ich zeige es euch jetzt trotzdem einfach mal kurz. Und so sieht das Teil aus, und da kann man eigentlich direkt am Untergrund dranbleiben. Die Nadel berührt zwar quasi nicht den Untergrund, und da könnte man rein theoretisch Detailarbeit mitmachen, aber ja, wie gesagt, ich glaube, ein bisschen von der Sinnhaftigkeit her finde ich es irgendwie ein bisschen komisch, weil jemand, wie gesagt, der sich so ein Gerät kauft sich jetzt nicht unbedingt gerade ein Anfänger, ein 250 € Airbrush-Gerät, sondern eher etwas günstigeres, so wie ich das auch gemacht habe mit so einer Silverline oder so, und dann braucht man das nicht unbedingt. Was ist noch dabei? Dieses schöne Stiftchen hier, und da habe ich auch erstmal kurz überlegen müssen, für was das eigentlich sein soll. Habe ich tatsächlich auch kurz ins Handbuch spickeln müssen, weil wir können natürlich hinten die rote Schutzkappe abschrauben, die halboffene. Und dann haben wir natürlich das Reststück, und wenn das manchmal fest sitzt, dann kann man nämlich das Tool hier zur Hilfe nehmen, um da quasi das Endstück abzuschrauben. Das ist eigentlich schon alles, also eigentlich nur ein kleines Hilfsmittel, damit man quasi das Ding aufschraubt, und dann ist das offen. Aber ich mache das ja nicht zu wie so ein Ochse, sondern ich mache das immer nur handfest zu, und dann kriege ich das auch mit den Fingern eigentlich in der Regel wieder auf. Also nicht schlecht, dass es dabei ist, aber wenn man damit ein bisschen behutsam umgeht, dann sollte das schon passen.
Und natürlich, was noch mit drin ist, in der Two-in-One-Version von der CR Plus noch eine zweite Düse und Nadel und eine Sprühkopf einfach. Ich glaube, das ist eine 0,4er drin. Wenn ich jetzt lügen müsste, eine 0,4er ist, glaube ich, drin und eine 0,15er, so wird sie ausgeliefert. Oder 0,15 und die 0,2. Da weiß ich jetzt gerade nicht, welche da nochmal drin, aber ich glaube, es war eine 0,4er. Und dann hat man da eigentlich schon mal ziemlich viel mit dabei. Das ist jetzt mal der grobe Inhalt von dem Ganzen. Also ich finde es schon ganz geil. Also es macht schon einen wirklich schönen, sauberen Eindruck. Natürlich nur überall die Deckelchen oben drauf. Die hat es bei der AL Plus zum Beispiel auch nicht mit dabei gehabt. Und bei den Evolutions, also ist auch noch mit dabei. Also ja, das mal zum Thema des Inhaltes. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt gleich einfach mal die ganzen Funktionen von dem guten Teil an. So, dann schauen wir einfach mal. Haben wir natürlich das gute Gerät. Einmal kurz meine ganzen Fingerdapper wegmachen. Schön verchromt, da sieht man natürlich jeden Dapperle drauf, aber hier sehen wir schon die Inschrift Infinity und natürlich noch das CR Plus. Dann wisst ihr direkt, dass es die etwas veredeltere Version ist und hinten Feststellknopf und hier noch in der Mitte die Schraube. Und genau, dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach mal ganz hinten an. Da haben wir nämlich einen Farbmengenbegrenzer. Der begrenzt nämlich vorne den Hebel einfach, damit ihr nicht zu weit nach hinten ziehen könnt. Und das sorgt einfach dafür, dass da einfach der Widerstand bleibt, wie er ist. Und dann könnt ihr da quasi nicht mehr geben. Finde ich eigentlich eine ganz stimmige und gute Sache. Habe ich tatsächlich in dem Projekt, wo ich jetzt gerade dabei war, das zeige ich euch vielleicht nachher mal kurz, direkt angewendet und mal benutzt. Ich habe eigentlich das Ding eher immer ein bisschen belächelt, auch bei der Evolution, aber ich muss sagen, es hat eigentlich sehr gut funktioniert, weil wenn man sich das mal einstellt und man es dann einfach einrastet und es bleibt auch so eingestellt, wie man es gemacht hat, dann finde ich das schon sehr cool, weil dann hat man immer die gleiche Farbmenge und kann so schöne Details machen. Ich habe da eben Haare gemacht und das war super und da seht ihr oben noch die Zahlen, da könnt ihr dann wirklich mega fein justieren, also wirklich eine feine und schnieke Sache, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, also diese Funktion. Und dann haben wir natürlich hier noch den Nadelhalter zum Zusammenschrauben, wie bei den anderen Airbrush-Pistolen auch und bei den Harder und Steenbecks und hier nach vorne noch eine zweite Justierschraube und diese Justierschraube ist dafür da, um den Hebeldruck einzustellen. Wenn ich da jetzt mal genau hinschaue, Feinfühligkeit des Hebels durch den Dreher regulieren. Steht mal auf jeden Fall in der Anleitung drin. Justierung der Hebelschraube, also ich denke mal, das wird einfach ein bisschen den Druck verändern. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so krass gemerkt, den Unterschied. Ich werde es dann einfach mal, wenn ich länger damit arbeite, mal ein bisschen rumspielen, aber ja, eigentlich eine ganz coole Sache, dass da noch so eine Funktion einfach mit vorhanden ist. Ich bin ja mal ein Freund, wenn mehr da ist, als man braucht. Nee, und das finde ich ja nicht schlecht, wenn das noch mit dabei ist. Also müsst ihr dann, wenn ihr die Pistole mal habt, einfach gerne mal selber ausprobieren. Also so steht es jetzt eben jedenfalls mal auch im Handbuch, weil da habe ich dann auch erstmal gucken müssen, was das genau ist. Und dann haben wir natürlich vorne noch den Fineline-Aufsatz. Den hat zum Beispiel die Evolution Silverline nicht, aber die anderen Evolution CR und AL Plus. Und ich würde sagen, wir zerlegen einfach mal ganz kurz das Teil. Warum auch nicht? Wir haben hinten schön die Abdeckkappe eben mit der Justierung und jetzt hier nehmen wir noch die Nadel raus. Die Nadel ist ja eine 0,15, hat hinten wieder die spezielle Einkerbung, damit man eben weiß, dass es eine 0,15 Nadel ist. Und dann haben wir hier natürlich noch das Griffstück mit dem verchromten Gold da. Also es sieht schon sehr edel und sehr cool aus, auch mit den Löchern. Also ich muss wirklich sagen, mir gefällt so die Aufmachung und die Farbe wirklich sehr und auch die Verarbeitbarkeit ist sehr, sehr gut. Das merkt man, finde ich, beim Anfassen einfach schon, dass das wirklich sehr stimmig ist. Und da sieht man hier einfach schon das ganze Teil. Und ja, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Evolution, das Verchromte, da merkt man sofort, dass dies
doch mal dreifach verchromt ist und das andere nur einfach. Das merkt man, finde ich, sieht man auch irgendwie schon ganz krass und macht sich auf jeden Fall optisch auch schon bemerkbar. Und haben wir natürlich noch die Düse da mit der Einkerbung drin. Da sieht man natürlich auch direkt, dass es eine 0,15er Düse ist mit der leichten Rille drin. Das ist einfach ein schöner Anhaltspunkt. Die anderen haben das nicht oder haben halt 2 Rillen, je nachdem, dann wisst ihr das genau. Und hinten eben die Nadel. Da könnt ihr euch immer orientieren, da könnt ihr die eigentlich nie durcheinander bringen. Und dann habt ihr da eigentlich immer, immer den Überblick, was das Ganze angeht. Und dann würde ich sagen, bauen wir sie schnell wieder zusammen und dann machen wir da mal weiter. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich habe euch jetzt den Inhalt gezeigt und ein bisschen die Funktionen. Da habe ich mir gedacht, dann zeige ich euch doch einfach mal direkt eine Anwendung. Ich habe die nämlich gerade bekommen. Ich hatte ja schön Geburtstag, also ihr dürft mir gerne noch nachträglich gratulieren. Und da habe ich die Airbrush-Pistole als Geschenk bekommen und war sehr geil. Und ich bin gerade aktuell an dem Projekt hier dran gewesen und habe mir gedacht, warum nicht dann einfach das gute Stück auch direkt ausprobieren. Und da seht ihr mal hinten, habe ich jetzt die Funktion des Einrastens eben mal direkt benutzt, um da jetzt mal die Details zu machen. Klar, wenn ihr natürlich so eine dünne Düse habt, so eine Nadel, eine 0,15er, ich arbeite ja immer relativ viel mit den 0,2ern, habe ich jetzt hier das Ganze eben, die ganze Farbe eben nochmal ein bisschen mit einem Tropfen mehr verdünnt wie sonst, damit ich eben einfach nicht so ein schnelles Tip-Dry habe und einfach damit das wieder passt und weil die natürlich kleiner ist und enger die Düse, dann muss man da ein bisschen drauf achten, aber das ist eigentlich schon fast alles und dann ist es eigentlich nur noch Handling-Sache und schaut mal, wie geil das funktioniert. Ich habe das jetzt schön eingerast, es kommt nur noch die gleiche Menge raus und ja, das hat einfach mega viel Bock gemacht, damit jetzt rumzuspielen und klar muss ich auch immer ein bisschen erstmal schnell schauen, um das Handling reinzukriegen, aber ich habe mir gedacht, statt jetzt irgendwelche Kreise zu machen oder so, zeige ich euch das einfach mal direkt, wie ich das benutzt habe am lebenden Objekt. Und es hat sehr gut funktioniert. Also mit der zu brushen hat mir mega viel Spaß gemacht und mega viel Freude. Also Qualität ist einfach spitzenmäßig, das kann ich gar nicht anders sagen. Hat mir richtig, richtig viel Freude gemacht. Wirkt wertig in der Hand und funktioniert einfach sehr gut. Und damit lassen sich halt mega feine Details machen. Also es geht auch mit den Evolution CR Plus und mit der AL Plus natürlich auch, aber noch mit so einer noch feineren Düse und Nadel geht das noch deutlich besser. Da muss ich halt noch selber nochmal ein bisschen die Viskosität der Farbe anpassen und ein bisschen den Druck, dann komme ich da besser zurecht, aber das werde ich dann jetzt mit der Zeit noch rausfinden. Da muss man einfach ein bisschen rumprobieren, das ist einfach so. Und also da nicht wundern, wenn es dann nicht gleich klappt oder irgendwie die dauernd verstopft, dann wird es wahrscheinlich eher daran liegen. Da müsst ihr ein bisschen mit dem Setup spielen einfach. Und wenn das dann klappt, dann sollte das gar kein Problem mehr sein. Und ihr seht, das funktioniert hervorragend und einwandfrei. So, und jetzt habe ich hier natürlich gar nicht mehr die Infinity, sondern die AL Plus. Aber das macht jetzt gar nichts, denn ich wollte es euch hier nur ganz kurz zeigen und wie ihr gesehen habt, das funktioniert hervorragend. Das macht sehr viel Spaß und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter und dann schauen wir mal, für wen die Gun was ist. Jetzt haben wir ja die Inhalt, die Funktionen, mal hier so ein bisschen die Anwendung gehabt und jetzt schauen wir mal, für wen sowas eigentlich im Endeffekt wirklich geeignet ist oder ob es für dich am besten gesagt geeignet ist. Und dann würde ich sagen, flitzen wir wieder zurück zum Maltisch. So, da Leon, da sind wir jetzt zurück am Maltisch, um festzuhalten, für wen sowas ist, würde ich sagen, schauen wir uns natürlich einfach mal noch die anderen Modelle an, weil da habe ich ja praktischerweise fast alle da. Und dann kann man das noch ein bisschen miteinander vergleichen und ein bisschen darauf eingehen, was da sinnvoller ist für euch und was nicht. Also die Infinity CR Plus ist wirklich sehr, sehr gut. Auch die normale Infinity, die muss ja nicht doppelt und dreifach verchromt sein, die geht natürlich auch. Also die ist nicht schlecht. Was wir natürlich auch noch haben, ist die Evolution AL Plus. Das ist die hier, diese Aluminium-Version, die sehr leicht ist, aber auch schon den Feinline-Kopf hat. Und es gibt natürlich noch die Evolution CR Plus. Die sieht im Endeffekt gleich aus, ist bloß halt nicht aus Aluminium und hat auch diesen Feinline-Kopf, den eben auch die Infinity hat. Und die drei sind vom Aufbau ähnlich gemacht, bloß von der Qualität ist hier natürlich die Infinity noch mal ein Stück weit besser, hat natürlich noch mehr Funktionen,
Genau, da ist die einfach, die Infinity nochmal eine Stufe besser. Aber ich finde die die Evolution CRs und AL Plus eigentlich auch nicht schlecht. Die sind auch schon wirklich sehr, sehr gut. Und was wir dann noch haben, was dann, sag ich mal, von der Qualität nochmal ein bisschen rudimentärer ist und einfacher ist, ist dann noch die Evolution Silverline. Boah, ist die dreckig, Mensch. Ich nehme mal lieber die andere, um festzustellen, dass die genauso dreckig ist. Aber da muss man fairerweise sagen, die haben schon 6, 7 Jahre auf dem Buckel. Also dafür sind die echt noch gut in Schuss. Und man kann die so ein bisschen hier, sag ich mal, in die Kategorien einstufen. Also von der Qualität her sind alles sehr gut. Sind gut verarbeitet, das ist jetzt kein Mist oder so. Aber wie gesagt, die Evolution Silverline ist da eher, sag ich mal, für Beginner gedacht. Die hat halt einen anderen Sprühkopf, wie man vorne sieht. Im Vergleich zu den anderen zwei hat die keinen so einen Feinline-Kopf, sondern einen normalen. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil man arbeitet ja in der Regel ohne Spritzkappe. Was aber die Evolution eigentlich schon hat, ist eben hinten so eine Farbregulierung wie die Infinity, was ich für einen Anfänger auch schon sehr, sehr gut finde. Da könnt ihr das auch schon begrenzen, indem ihr das eben reinschraubt und dann könnt ihr mit dem Hebel nicht mehr zurück und dann bleibt das so eingestellt. Ist hier natürlich ein bisschen simpler gemacht, nicht so ganz so abgefahren mit der Skala und allem, aber da ist allein schon die Funktion da. Es ist eigentlich schon wirklich der Hammer, finde ich, und sie ist auch wirklich wertig. Das ist eigentlich so die Evolution Silverline und ich finde, die Silverline ist für einen Beginner eigentlich nicht schlecht. Die kostet, glaube ich, so um die 100 Euro. Die könnt ihr sonst, so um die 100 Euro kostet. Die ist wirklich nicht schlecht. Ich denke, für einen Anfänger ist es so ein super Allrounder. Der lässt sich leicht auseinanderbauen, leicht zusammenbauen. Ist alles so ein bisschen verzeiht einfach mehr Fehler. Wenn die mal runterfällt, ist das nicht ganz so schlimm. Und hat eben schon die Regulierung hinten auch noch mit dran, die finde ich wirklich, der könnt ihr nichts falsch machen. Und ich denke, wenn ihr dann ein bisschen mehr Erfahrung habt, würde ich euch sogar eher zu der Evolution CR Plus raten oder eben zu der AL Plus, wenn ihr das mit dem weniger Gewicht dann mögt und der Optik etc., weil dann habt ihr da schon mal so diesen Feinline-Kopf und ein bisschen besseres Handling, ein bisschen smootheres das Ganze. Und wenn ihr dann eben wirklich Erfahrung habt, dann würde ich euch tatsächlich erst zu der Infinity raten, weil die ist einfach mit der feinen Düse und mit den ganzen Sachen doch ein bisschen anspruchsvoller und wie gesagt, dann eben neigt eher dazu, mal so einen Tip-Dry zu haben, dass sie schneller verstopft. Und das muss man halt wissen, wie man damit umgeht, um das einstellen zu können. Und da macht sie euch dann keine Freunde. Also für einen Beginner und für einen Fortgeschrittenen dann eher die unteren zwei Versionen, also die Evolution CR Plus oder AL Plus oder die normale Evolution Silverline, da seid ihr besser bedient und dann wirklich, wenn ihr dann mehr Erfahrung habt, dann könnt ihr euch gerne die Infinity gönnen. Ihr könnt sie euch natürlich von Anfang an auch schon holen, aber dann müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr eben da gut mit zurechtkommt und da könnt ihr halt einfach mehr Fehler machen, deswegen ist es eigentlich eher die Wahl eher für den Fortgeschrittenen, sagen wir es mal wirklich so. Für den Fortgeschrittenen ist die, glaube ich, eher gedacht. Aber ich finde es halt, wie gesagt, sehr, sehr cool. Es macht wirklich sehr Spaß. Die Modelle sind generell alle wirklich hochwertig. Es gibt natürlich auch noch die Harder und Steenbeck. Ich glaube, Ultra ist es, die ist noch mal günstiger. Die wäre jetzt dann wirklich für einen Einsteiger, der sich gar nicht sicher ist, ob er das Thema Airbrushen anfangen möchte oder nicht. Da kann man dann tatsächlich sagen, ja, dann nimmt man vielleicht mal so ein ganz rudimentäres Modell. Das liegt dann, glaube ich, so bei 70 Euro. Die werde ich mir wahrscheinlich auch mal besorgen und euch einfach mal zeigen, um da einfach mal für den Einsteiger mal da was anzubieten, was dann nicht schlecht ist und vielleicht mal von Iwata auch so ein echt eher rudimentäres Einsteigerding, um euch einfach mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben. Aber wie gesagt, ich finde die Pistolen generell sehr, sehr hochwertig und sehr einfach zum Zusammenbauen und zu zerlegen und da macht sie eigentlich nichts falsch. Also ich finde die eigentlich durchweg nicht schlecht und wie gesagt, orientiert euch als Anfänger und Fortgeschrittener eher an die zwei unteren und dann eher, wenn ihr Bock habt, dann an die Infinity. Das mal dazu und dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal zurück zum Fazit und dann sind wir auch schon fertig. So, ihr Lieben,
da sind wir am Fazit angelangt und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Pistole. Ich finde sie sehr geil. Kostet natürlich auch eine Stange Geld, wenn man sie sich in der Version, wie ich sie jetzt rausgelassen habe, da sind wir bei 250 € kostet das Ganze, der ganze Spaß. Die Infinity CR Plus Solo kostet 199 €. Ich habe gerade nochmal extra geguckt und die nur Infinity, die kostet glaube ich 180 € Solo. Nur mal noch schnell zu den Preisen, damit ihr da auch nochmal Bescheid wisst. Aber ich finde sie eigentlich wirklich richtig gut. Mir gefällt die Aufmachung gut, mir gefällt die Verarbeitung ist wirklich sehr, sehr gut. Die macht mir sehr viel Freude. Die dünne Nadel ist also generell, also einfach, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach richtig an, sagen wir es mal so. Und man bekommt auch viel für sein Geld, also da kann man wirklich nichts zu sagen, habe ich nichts zu beanstanden oder zu mängeln. Und wie gesagt, ich habe sie ja auch direkt ausprobiert. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur ein bisschen auf dem Papier rumgemalt habe, sondern ich habe damit mehrere Stunden schon gearbeitet an meinem Projekt. Und deswegen, also ich kann sie echt nur empfehlen für die Fortgeschrittenen, wie gesagt, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Für die Anfänger, da bitte bedient es euch lieber an der Silverline oder an der CR Plus, wenn ihr da schon gleich ein bisschen was Besseres wollt. Aber auch da einfach die Gefahr, kann man mehr falsch machen etc. Die Silverline ist so ein wirklich mega guter Allrounder, die kann ich generell sehr gut empfehlen. Mit der habe ich sehr, sehr lange Jahre sehr viele Bilder gemacht, unter anderem auch wirklich so, keine Ahnung, nicht hier das Blatt, grüne Blatt oder die Seifenblase. Ich habe wirklich viel gemacht oder da hinten die Wonder Woman oder den Wolverine oder so, die habe ich nur mit den Evos gemacht. Also mit denen kann man auch gut fein arbeiten. Man muss sich halt ein bisschen reinfuchsen in das Ganze und ein bisschen Handling für kriegen. Wenn man die dann beherrscht man danach sowieso eigentlich relativ viele andere ganz gut. Und deswegen zu dem Fazit eigentlich echt ein Spitzending. Kann ich nur empfehlen. Es rülpst sich ja auch noch ins Mikrofon. Das ist ein guter Punkt, um auf Wiedersehen zu sagen. Und schaut gerne in meine Videoliste rein. Ich habe so viele Tutorials von allem Möglichen. Also schaut euch gerne mal rein. Oder die Reviews. Da werden jetzt auch noch deutlich mehr kommen. Sind auch schon ein paar da. Also schaut da gerne rein und viel Spaß mit meinen Videos.